Hallo Leute und willkommen zurück bei Pofgang. Heute wollte ich euch mal ein paar verschiedene Frisuren zeigen, die ich mit meinem Deathhawk so mache. Es gibt auf YouTube ein paar Tutorials darüber, wie Leute ihre Haare stylen mit einem Deathhawk, aber die haben alle ziemlich lange Haare im Vergleich zu mir und die meisten Frisuren, die da gezeigt haben, funktionieren bei mir nicht oder schauen einfach nur affig aus. Und da es bestimmt viele Leute gibt, die auch nicht so lange Haare haben, meine sind gerade am Wachsen, wollte ich heute mal ein Video drüber machen, was ich so für Frisuren mache mit meiner Länge. Die erste Frisur ist relativ simpel, einfach nur ein Pferdeschwanz. Muss ich glaube ich nicht erklären, wie das geht. Einfach nur alle Haare zusammen und mit einem Haargummi zusammenbinden. Nicht schwierig, sollte eigentlich jeder hinbringen. Ihr könnt den, je nachdem wie lang eure Haare sind oder auch wie es euch gefällt, höher machen oder niedriger machen. Ihr müsst halt dann die paar Haare, die jetzt hier aus dem Pferdeschwanz noch raushängen, mit Haarklammern festmachen und dann hält es eigentlich auch und dann stören sie euch nicht. Die zweite Frisur ist eine sogenannte Pferdeschwanz-Variation. Die habe ich mir selber ausgedacht, also ich weiß nicht, vielleicht gibt es das irgendwo, ich habe es aber noch nirgendwo gesehen und ich habe einfach herausgefunden, dass das mit der Haarlänge, vor allem die ich da zu der Zeit hatte, sehr gut funktioniert, weil für Flechten war entweder ich zu unbegabt oder sie waren zu kurz und die schaut so aus. Wie ihr die macht, ist eigentlich relativ simpel und auch für so Leute wie mich, die nicht so begabt sind beim Haare machen, relativ einfach zu machen. Was ihr macht, also ihr könnt entweder in der Mitte machen oder weiter drüben, je nachdem was euch besser gefällt. Also bei mir schaut es am besten aus, finde ich, wenn es in der Mitte ist. Und wenn ihr es in der Mitte macht, dann setzt ihr den Kamm halt da so ungefähr so bei eurer Nasenspitze an und geht dann hier hoch. Entschuldigung, wenn ich hier rüber schaue, da ist mein Spiegel. Und dann, um es euch selber so ein bisschen einfacher zu machen, könnt ihr das Stück hier, die eine Hälfte, auch abklippen mit einer Haarspange oder so. Dann fliegt die nicht durch die Gegend und fällt euch hier rein und es ist dann schwieriger. Dann nehmt ihr einfach so eine Strähne und dann dreht ihr die einmal so rum. Und dann nehmt ihr mal mit dem Stück von eurem Daumen, nehmt ihr mal eine weitere Sektion so dazu und drückt es das so ein bisschen runter, weil das schaut ein bisschen blöd aus, wenn das dann hier oben so wegsteht, also so relativ flach, versuchen das zu drehen. Und die Seite fällt mir immer ein bisschen leichter, aber bei der anderen ist es für mich ein bisschen schwieriger, ich weiß auch nicht warum, so Koordination funktioniert bei da nicht so gut. Und dann dreht ihr das einfach hier so entlang. Sorry, wenn ich auch darüber schaue, weil da ist mein Spiegel. Und wenn ihr dann alle habt, dann dreht ihr einfach hier so ein Stück weiter. Und dann nehmt ihr die und legt sie sozusagen so ein bisschen so nach hinten. Und dann nehmt ihr eine Haarspange und macht die ja so ungefähr hier oder so, je nachdem wie kurz eure Haare sind, weil bei mir, wo sie noch kürzer waren, muss ich es ein bisschen weiter vorne machen, weil sonst dreht sich das immer so ein bisschen auf und das ist halt dann blöd, weil das hält dann halt nicht gescheit. Und dann macht ihr das hier so rein und drückt so runter, dass es da in euren Haaren verschwindet. Das ist jetzt hier nicht ganz anliegend, aber damit ihr es mal gesehen habt. Und dann nehmt ihr ein zweites und macht das da hinten so hin, damit das so in eurem Pferdeschwanz, also in dieser Linie sozusagen so bleibt, weil sonst fallen da so einzelne Strähnen raus und dann ist das immer ein bisschen blöd. Also hier und hier so ungefähr, je nachdem wie lang sie halt sind. Wenn man längere hat, könnte wahrscheinlich auch eins reichen. Und auf der zweiten Seite macht ihr halt einfach genau dasselbe. Da fällt es mir jetzt persönlich ein bisschen schwerer. Weiß auch nicht warum. Vielleicht habe ich da eine andere Technik oder so. Aber da dreht ihr halt auch einfach ein. Ist auch nicht so. Kein Hexenwerk. Funktioniert auch für Leute wie mich, die da nicht so wahnsinnig begabt sind. Dann dreht ihr auch hier wieder bis zum Ende. Und nehmt ihr auch wieder. Ja, das sind, glaube ich, nicht auf derselben Höhe. Ja, ungefähr. Auf jeden Fall so. Und es hält ziemlich gut. Also, wenn ich meine Haare zum Beispiel in der Arbeit nicht im Gesicht haben will, dann mache ich das und muss ich eigentlich nie nachstylen am Tag. Das hält einfach. Und was ihr auch machen könnt, ist das in die andere Richtung drehen. Es schaut ein bisschen anders aus, halt dann
vom Look her. Ich finde es persönlich so schöner und das hält auch ein bisschen besser. Aber keine Ahnung, vielleicht gefällt euch das mehr. Seht ihr auch wieder bis zum Ende hält. Und dann könnt ihr es auch halt hier so festmachen. Seht ihr schon, das schaut ein bisschen anders aus. Da habt ihr nicht diese Rolle, nenne ich sie jetzt mal. Ich weiß nicht, ob ihr das auf der Kamera gescheit seht, aber das ist halt dieses eingedrehte Stück. Das ist halt hier sozusagen drunter und das sieht man dann halt nicht so. Aber ich finde es persönlich halt so schöner. Was ihr natürlich auch machen könnt, um eure Haare einfach aus dem Gesicht zu bekommen, ist, dass ihr halt einfach die komplette Sektion hier oben, die halt noch übrig ist, die nicht in den Pferdeschwanz passt, einfach nehmt und die festmacht mit einer Haarspange oder so. Es geht aber auch erst, wenn sie so ein bisschen länger sind. Also bei mir geht es schon relativ, bloß fällt da halt mitten am Tag oft was raus und deswegen ist das für mich persönlich jetzt nicht so praktisch. Aber was ihr auch machen könnt, wenn sie noch nicht ganz so lang sind, damit die nicht ganz so durch die Gegend fliegen, ist auch die hier so einmal so rumzudrehen oder auch zweimal. Dann habt ihr es zwar auch wieder so ein bisschen verdreht, aber es ist eigentlich wurscht, bei schwarzen Haaren sieht man das sowieso nicht so. Und dann habt ihr die hier, auch die ein bisschen kürzeren sind dann auch ein bisschen fester. Aber es hält immer noch nicht so gut wie die Frisur davor. Aber es ist auch, ja, ich meine, ziemlich simpel. Dann noch eine Frisur, die ihr machen könnt mit einem Pferdeschwanz, auch eine Pferdeschwanz-Variation ist, was ich manchmal ganz gern mache. Vor allem manchmal mache ich einfach nur einen Pferdeschwanz, weil ich zu faul bin, irgendwas sonst mit den Haaren zu machen, ist hier oben die Sektion zu kreppen. Zuallererst solltet ihr natürlich immer Hitzeschutz aufbringen, weil vor allem Kreppen, da lässt man ja nicht anders wie beim Glätten das Kreppeisen ziemlich lang auf den Haaren und deswegen ist es da eigentlich ziemlich wichtig, dass ihr zumindest ein bisschen eure Haare schützt vor der Hitze von dem Kreppeisen. Und ich habe da Elnet 200 Grad Hitze Styling Spray. Habe ich schon seit Ewigkeiten, aber dadurch, dass ich jetzt lange halt ziemlich kurze Haare hatte und es nie gebraucht habe, habe ich da immer noch was davon übrig. Ich weiß gar nicht, ich glaube, man kann das immer noch kaufen, aber so hier Elnet 3 Tage glatt. Haut ihr euch das halt einfach so ein bisschen in die Haare. Ja, und dann so ein bisschen haut ihr es halt drauf. Und dann müsst ihr halt natürlich warten, bis euer Kreppeisen aufgeheizt hat. Meines ist von Amazon, aber die Marke heißt Abody, A Body. Keine Ahnung, habe ich auch noch nicht so lang. Heizt aber ziemlich schnell auf und funktioniert gut. Den Link kann ich euch auch in die Beschreibung hauen. So, da gibt es auch so, da sind verschiedene Platten dabei in verschiedenen Größen. Und ich habe bis jetzt nur die kleinsten probiert, aber bis jetzt ist nicht schlecht. Und dann, ja, eigentlich sollte man das in Sektionen einteilen. Ich bin aber ein fauler Mensch und mache das meistens nicht. Ich kreppe einfach mal so durch die Gegend. Und dann einfach nur so, am besten nicht zu nah an eurem Haaransatz, weil das wird doch relativ heiß. Und dann, ich habe eigentlich auch so einen Hitzeschutzhandschuh, aber den habe ich jetzt auch wieder nicht. Und dann wartet ihr halt ein bisschen, nicht zu lang, aber so. Und dann kämmt ihr das, schaut jetzt natürlich verrückt aus, kämmt ihr das so ein bisschen durch. Und dann könnt ihr halt mit einem Kamm oder so, könnt ihr das noch so ein bisschen so, wenn es an einer Stelle so ein bisschen flacher ist, weil eure Haare da halt so sind, dann könnt ihr es dann noch so ein bisschen so hochtupieren und dann mit Haarspray auch noch so ein bisschen reinsprühen. Ja, und dann könnt ihr das halt, je nachdem wie ihr halt wollt, ein bisschen krasser machen, ein bisschen weniger krass. Kommt auch drauf an, wie klein ihr kreppt. Wenn ihr ein bisschen größer kreppt, dann steht es nicht so krass hoch. Einfach so ein bisschen, das kriegt ihr wahrscheinlich besser hin. Bei mir funktioniert es gerade nicht so gescheit. Manchmal wollen meine Haare nicht, aber ja, schaut dann so aus.